Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Komm-Mittwoch, der Podcast für alle, die etwas bewegen wollen. Mein heutiger Gast ist Nico Reis. Vielleicht kennst du ihn bereits als Unternehmensberater und Coach. Aber heute spreche ich mit ihm über seine ganz andere Seite, über sein Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuerwehr. Nico ist vergleichsweise später zugestoßen und genau das macht seine Geschichte auch so spannend. Er erzählt, was ihn bewegt hat, Feuerwehrmann zu werden, wie es sich anfühlt, rund um die Uhr bereit zu sein und warum es die Freiwillige Feuerwehr überhaupt braucht, wenn es doch auch die Berufsfeuerwehr gibt. Mit welchen Klischees er immer wieder konfrontiert wird, wie wichtig es ist, cool zu bleiben und wie auch du Teil der Freiwilligen Feuerwehr werden kannst, all das erfährst du in dieser Folge. Los geht's. Viel Spaß. Also ich freue mich erstmal total, dass du da bist, weil du bist jetzt, glaube ich, das klassischste Ehrenamt, was ich jetzt so kenne und vielleicht auch der ein oder andere Hörer oder die Hörerin kennt. Du bist nämlich Feuerwehrmann und du bist gerade auch vom Einsatz gekommen. Kann man das so sagen oder was hast du gerade gemacht, bevor wir hier uns getroffen haben? Das kann man indirekt so sagen, wobei es tatsächlich einer der nettesten Einsätze ist quasi. Die Feuerwehr ist ja auch zuständig für die Brandschutzerziehung. Und das heißt, in dem Sinne arbeiten wir auch ganz oft mit Kindergärten, Grundschulen oder auch weiterführenden Schulen. Und in dem Fall kam jetzt eine Mittelschule, die 6. Klasse, die uns besucht hat und die dann quasi so einen Teil haben, die Brandschutzerziehung im Lehrsaal, wo die wirklich was erfahren. Also im Sinne von, wie verhalte ich mich in einem Brand, was wäre gefährlich zu Hause zu tun, was sollte ich lieber nicht tun oder wie kann ich helfen? Und zum anderen machen wir mit denen halt viele praktische Sachen. Das heißt, die dürfen sich klassisch in die Autos reingehen, mal die Klamotten anziehen, mal so eine Atemschutzflasche hochheben, mal mit einem Schlauch rumspritzen, mit der Drehleiter hochfahren. Also wirklich praktische Sachen, um das ganze Thema auch erlebbar zu machen. Und das Ganze hat natürlich zwei Hauptthemen. Zum einen wirklich natürlich die Kinder für diese wichtigen Themen zu sensibilisieren, dass da einfach Wissen einfach entsteht und weitergegeben wird. Und zum zweiten natürlich auch, um ihnen dieses Ehrenamt halt auch zu zeigen, dass halt einfach ein Rückgrat von der Gesellschaft ist. Und weil wir auch immer wir haben eine sehr aktive Jugendfeuerwehr. Und da kommen immer wieder ganz viele aus solchen Veranstaltungen halt raus, die sagen, hey, das klingt irgendwie spannend und da wäre ich gern Teil davon. Und genau, so habe ich gerade 1,5 Stunden jetzt gerade mit den Kids verbringen dürfen. Ach, doch so lange dann. Ja, okay, ja. Das ist dann total interaktiv gewesen. Das ist ja super schön. Ja. Und wenn dann alle mitmachen, macht's ja auch immer mehr Spaß. Du bist aber noch gar nicht so lange bei der Feuerwehr, glaube ich, seit 2019. Und ich denke immer so, die klassischen Feuerwehrleute, die wollen das von Kind auf irgendwie werden, so, ne, haben da vielleicht Spielzeug zu Hause, das klassische Feuerwehrauto, dann da hat der vielleicht die Feuerwehr auch mal Tag der offenen Tür, dann sieht man da auch ganz viele Kids hingehen mit großen Augen und was ist das Fahrzeug und alles Mögliche. Und bei dir war das, glaube ich, anders. Wie war denn das bei dir? Ich bin ein spätberufener Quereinsteiger, glaube ich, nennt man das. Ich habe tatsächlich erst jetzt muss ich rechnen, mit 37, glaube ich, habe ich dann wirklich angefangen. Und nee, das war tatsächlich für mich nie früher so ein Thema. Also ich war früher sehr im Sportverein aktiv und hatte da ehrlich gesagt wenig Berührungspunkte. Also weder ist irgendjemand in meiner Familie oder Verwandtschaft oder Freundeskreis, Umfeld, war keiner bei der Feuerwehr. Ich bin dann aber tatsächlich jetzt hier in den Ort gezogen, wo ich jetzt wohne. Unsere Gemeinde hat so 19.000 Einwohner ungefähr und ich komme aus einer bisschen größeren Stadt mit 40.000 Einwohnern und das war bei mir ehrlich gesagt nie ein Thema. Ich kannte da zwar Leute, aber mein Nachbar hier ist der Kommandant. Und ein Bekannter von mir, als ich hier umgezogen bin, der ist schon seit Jahren aktiv. Und irgendwie kam dieses Gespräch immer wieder mal, hättest du nicht Lust und wäre das nicht was für dich? Und ich hatte diese klassischen Vorbehalte, die irgendwie die meisten haben, auch wenn ich jetzt mit Leuten spreche und da in der Öffentlichkeitsarbeit quasi aktiv bin. Was sind denn die Vorbehalte? Ja, mein erster Punkt war so, ich bin doch viel zu alt, ihr wollt doch nur die Jungen haben. So junge 16-Jährige, 18-Jährige, die von der Jugendfeuerwehr kommen, die euch dann viele, viele Jahre erhalten bleiben. Und natürlich, klar, nimmst du gerne Leute aus der Jugend, die dann lange dabei bleiben, aber bei jungen Leuten ändert sich der Lebenslauf einfach noch ganz, ganz häufig. Also sprich, die machen eine Jobausbildung, die studieren, die lernen jemanden kennen und ziehen in eine weit entfernte Großstadt. Und dann sind die weg. Und das ist halt nun mal der Lauf der Dinge. Jetzt wohne ich hier im Münchner Westen, da sind die Immobilienpreise auch nicht so angenehm. Das heißt, viele junge Leute müssen oder ziehen dann auch teilweise um. Und dann hat der Kommandant den Satz gesagt, du und dein Haus und deine Familie, ihr werdet hier wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre wohnen. Und das ist sehr schlau von ihm. Und so gesehen hat er recht gehabt. Und eine gewisse Blaulichtaffinität, sage ich mal, habe ich schon. Meine Frau ist Polizistin. Das heißt, da gab es eine gewisse Offenheit dafür für das Thema. Und das würde ich sagen, das war so mein Vorbehalt. Ich war irgendwann mal
ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube in Österreich, irgendwie sind wir mal da durch die Prärie gefahren und da war Feuerwehrparty. Da sind wir dann mal kurz ausgestiegen und die hatten da alle Spaß. Und mehr Klischees kenne ich tatsächlich gar nicht. Ist aber tatsächlich genau eins der, also ein Klassiker, wenn wir mit Leuten irgendwie reden, Feuerwehr, ja, ist dieser Saufverein. Ja, erstens, ich glaube, ja, ist sicherlich irgendwo am Land, je weiter man rauskommt, ist das sicherlich vielleicht noch eher der Fall, wenn da einfach relativ wenig los ist, muss man sagen. Also da ist die Feuerwehr ganz vielen Gemeinden ja auch so ein Dreh- und Angelpunkt, weil, und das ist wiederum das Schöne daran, da kommt die Gesellschaft zusammen, so ein Schnitt durch die Gesellschaft. Früher hatten wir das irgendwo bei der Bundeswehr noch, fehlt unsere Gesellschaft so ein bisschen, wo verschiedene Gruppen zusammenkommen. Wir haben wirklich von 16 bis 65 sind Leute bei uns, ja, oder Jugendfeuerwehr sogar ab 12, aber jetzt im Einsatzteam sind von 16 bis 65 dabei. Männer, Frauen, also wir haben mittlerweile auch eine wachsende Anzahl von Frauen, noch zu wenige, aber wir haben jetzt, glaube ich, 12 aktive Frauen bei uns. In der Jugend sind es schon ein paar mehr, die müssen wir schauen, dass wir die gesammelt hochbekommen. Du hast Leute aus allen Berufsgruppen. Wir haben bei uns Schreinermeister, Kaminkehrermeister, also wirklich Handwerksbetriebe. Wir haben Leute aus der Softwareentwickler, wir haben Polizisten, wir haben welche, die in der Gemeinde arbeiten, wir haben Leute, die noch Studenten sind, Schüler sind oder Unternehmensberater wie ich. Ja, also das heißt, du hast wirklich einen kompletten Schnitt durch die Gesellschaft, alt, jung, alle Berufsgruppen, die da zusammenkommen. Und trotzdem, um noch kurz die Vorbehalte zu haben, dieses Klischee der Saufverein quasi, das war, glaube ich, früher war das wirklich verstärkt so und wenn du auch irgendwo in einer Region bist, wo sonst nichts ist, wenn da keine Party und kein Diskus, da hatten die Jungs von der Feuerwehr, die haben halt die Partys geschmissen und dann wurde da halt vielleicht auch zu viel getrunken. Dieses Klischee haben wir schon noch häufig. Ich muss dir aber ehrlich sagen, wenn bei uns Veranstaltungen sind und ich meine, wenn wir irgendwie Fußball gucken, die meisten, auch gerade von den jungen Leuten, ich glaube, das zieht sich ja so allgemein durch, die trinken dann Spezi oder eine Apfelschorle. Also das heißt, dieses Thema uns, das wird auch wirklich 100% ernst genommen. Wenn du betrunken bist und nicht mit deinem Auto hinfahren kannst, dann hast du auf der Einsatzstelle nichts zu suchen. Habe ich noch nie gesehen. Das heißt, dieses Thema, wir haben jetzt bei uns in der Feuerwehr im Jahr so knapp 400 Einsätze. Natürlich sowas wie Hochwasser, da kommen dann mehr an einem Tag zusammen. Aber sonst haben wir, ich würde sagen, so 2, 3 Einsätze in der Woche. Das kannst du nicht machen, wenn du da besoffen hinfährst. Absolut, absolut. Aber nochmal zurück zu deinem Nachbarn auch. Dann hat er dich gefragt und dann hast du gesagt, ja, ich denke mal drüber nach und dann mache ich das. Hast mit deiner Frau wahrscheinlich drüber Genau, gesprochen und genau. Also dann einfach rein ins Blaue oder konntest du das vorab ne, testen? Weil man braucht doch auch eine Ausbildung. Ihr ich werdet denke, doch dann bestimmt auch ja. ausgebildet, oder nicht? Also es war natürlich schon ein Prozess, auch gerade natürlich mit meiner Frau haben wir das besprochen. Damals waren meine Söhne, jetzt muss ich gerade rechnen, die waren damals 4 und 2 Jahre alt. Und das gerade diesen Anfangsteil mit der Ausbildung, das, sag mal so, mit 2 ganz kleinen Kindern oder Babys zu Hause ist es vielleicht was, wo du sagst, hey, da sind meine Prioritäten irgendwo anders. Ist übrigens auch wieder einer der Vorbehalte, dass Leute sagen, ich kann nicht, ich habe Familie, ich kann nicht. Dann gucken wir immer so links und rechts und sagen, das haben die meisten von uns. Ja, die meisten haben irgendwie 1, 2, 3 Kinder. Und deswegen, davon lebt das Ganze ja, dass du sagst, wir sind genug Leute, dass wenn ich mit meinen kleinen Kindern zu Hause bin, kann ich auch nicht zum Einsatz. Also eine Familie hat irgendwie jeder von uns. Zu deiner Frage mit der Ausbildung, das funktioniert mehr oder weniger nicht so ganz, man schmeißt dann ins Blaue, sondern es gibt eine Ausbildung. Hat sich ein bisschen mittlerweile geändert bei uns. Wir bilden mittlerweile 2-mal im Jahr, gibt es so eine landkreisübergreifende Ausbildung, wo viele Feuerwehren, also bei uns ist, glaube ich, jetzt so 10 Feuerwehren im Landkreis, die sich zusammentun, die 2-mal im Jahr eine Ausbildung starten, wo du wanderst quasi, du sagst irgendwie, Dienstag bin ich an der Feuerwehr, Donnerstag an der nächste Woche an der anderen. Und jede Feuerwehr hat so ein Spezialthema. Das ist immer abends berufsbegleitend, weil alle berufstätig sind. Ja? Und das ist irgendwie von 19 bis 21 Uhr 2 Stunden Theorie oder Praxis. Das geht so ungefähr, ich würde sagen, 3, 4 Monate. 2, 3 Samstage sind noch so Übungstage dabei. Also du hast in Summe, ich glaube, so 18 Ausbildungseinheiten, wenn man so will. Und dann hast du die sogenannte Grundausbildung. Dann bist du quasi so gesehen bereit für einen Einsatz. Dann bekommst du einen sogenannten Melder. Der liegt hier irgendwo bei mir. Mittlerweile auch gibt's Handy-Alarmierung auch, aber tatsächlich die primäre Alarmierung ist so. Nach diesen 18 Einheiten und Erste-Hilfe-Kurs und sonstige Weiterbildungen noch, bist du für den klassischen Einsatzdienst freigegeben. Und dann kommen natürlich noch x Sonderausbildungen, die man machen kann, nicht machen muss, um sich in irgendwelche Themen noch zu spezialisieren. Der eine ist eher sportlich und möchte den Atemschutz gehen, das heißt quasi wirklich mit dieser berühmten Flasche und Maske, wo man dahin geht, wo es auch manchmal ein bisschen gefährlicher sein kann, aber auch nicht alle, da brauchst du eine gewisse körperliche Fitness. Ja? Andere haben eher die Passion, dass sie die Autos fahren wollen, die halt dann Maschinisten werden, wo es einen LKW-Führerschein braucht. Habe ich jetzt nicht so sehr. Ja?
Motorsägenlehrgang habe ich dort gemacht, habe gelernt, wie man mit einer Motorsäge richtig umgeht. Alle möglichen verschiedenen Spezialausbildungen, die du noch drauf machen kannst. Aber mit der Grundausbildung bist du nach so 3, 4 Monaten ungefähr fertig. Und ab dem Zeitpunkt läutet der Biber ständig oder ist das im Rahmen auf dem Lande? Kann man sagen, wie viel Zeit es tatsächlich in Anspruch nimmt, weil du ja auf Abruf bereit bist, Genau. ne? Also die Frage kommt auch öfters, bist du gerade auf Bereitschaft oder sowas? Und das haben wir nicht. Also ganz simpel, wir sind immer bereit. Auch so ein Spaß während Weihnachten und Silvester. Unsere Öffnungszeiten 24 Stunden. Heißt, ich kann natürlich nicht immer. Wie vorhin gesagt, ich habe 2 kleine Kinder. Wenn meine Frau in der Arbeit ist und ich bin mit den Kindern alleine zu Hause, langsam könnte ich schon ein bisschen allein bleiben, aber wenn ich mit denen allein zu Hause bin, dann kann ich nicht los. Wenn ich auch vielleicht mal 2, 3 Bier getrunken habe und ich sitze zu Hause, kann ich nicht los. Wenn ich krank bin, kann ich nicht los. Wenn ich mit jemandem Wichtigen telefoniere, wie mit dir jetzt vielleicht gerade, wo ich einen Termin habe, dann würde ich wahrscheinlich drauf gucken, wenn ich merke, das Altersheim brennt, dann würde ich wahrscheinlich sagen, du, wir müssen unser Telefonat irgendwann anders fortführen. Und die meisten Geschäftskollegen haben dafür wirklich Verständnis. Aber dafür sehen wir das ja auch. Ist das jetzt die kleine Ölspur oder die berühmte Katze auf dem Baum, die ich noch nie hatte? Dann würde ich sagen, ey, das kriegen die anderen auch hin. Wenn es jetzt was Größeres ist, dann würde ich wahrscheinlich abwägen und sagen, du, da geht's jetzt gerade wirklich um was, im schlimmsten Fall, da geht's ums Leben, um Leben und Tod. Dann würde ich wahrscheinlich losfahren. Nur wenn jeder sagt, naja, das kriegen die anderen schon hin, dann Hast du ein fühlt sich halt Problem. irgendwie auch keiner angesprochen, ne? Also dann ist vielleicht doch keiner am Und Einsatzort. das ist der Grund. Gab's das schon mal? Jein, also zum Glück. Und das ist aber der Grund, warum wir eben viele brauchen. Also wir sind jetzt ich glaube, wir haben aktive bei uns wir sind, wie gesagt, relativ starke Feuerwehr mit, ich glaube, knapp 90 Leuten. Von wirklich aktiv, die man wirklich auch regelmäßig sieht, sind so 65 vielleicht. Damit kommen wir super klar. Aber ja, gab's auch schon mal gerade so tagsüber. Man denkt vielleicht eher nachts wäre kritisch. Nachts sind die Leute zu Hause und schlafen. Ne? Da wachst du auf und fährst los. Tagsüber, wenn Leute irgendwie vielleicht in der Arbeit, in der Großstadt sind, dann ist das vielleicht eher ein Problem manchmal. Ja, da wägst du eher ab, ne? Nachts musst du ja nicht abwägen, Nachts musst du weil nicht da abwägen. Da hast du musst ja du nichts anderes zu tun. Genau, vielleicht wenn ich sage, hey, ich muss morgen früh irgendwo hinfliegen und habe einen wichtigen Termin morgen, ich kann nicht, Komfort. Und natürlich, der ein oder andere entscheidet sich da vielleicht öfters mal fürs Liegenbleiben, weil es ist ein Ehrenamt. Aber es lebt davon, dass genug sagen, ja, ich helfe. Davon lebt es. Deswegen brauchen wir einfach mehr Leute. Und das ist auch das, was du gesagt hast. Also was war für dich der entscheidende Auslöser, ich mache jetzt damit? Also wann hast du quasi gesagt, ja, das ist das, was ich machen will? Vielleicht hast du es ja auch, wie gesagt, dann angefangen und du hättest ja auch sagen können, vielleicht ist eigentlich gar nichts, doch nichts für mich. Jetzt hat mein Nachbar mir das so schmackhaft erzählt und gemacht und eigentlich bin ich da total K.O. und nee, also irgendwie ist nichts für mich. Aber bei dir war es ja anders. Was war da der Auslöser? Also für mich waren so 3, 4 Gründe, die der Entscheidungskriterium waren. Das erste war, ich wollte was Sinnvolles in meiner Gemeinde machen. Ich wollte wirklich, ich bin jetzt auch im Alter, dann 40 damals, wo man sagt, wo kann ich was Sinnvolles beitragen? Wo kann ich mich irgendwie einbringen? Nicht nur mit Geld spenden, sondern wirklich was tun. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich wollte auch wirklich ganz klassisch meinen Kindern Vorbild sein. Ja, also wirklich dieses so, einfach ein Vorbild sein. Was kannst du tun, um denen zu zeigen, dass man was für andere tut und sich da sinnvoll engagiert? Und dann war, glaube ich, auch Feuerwehrmann Sam und sowas bei denen wahrscheinlich auch gerade ein Thema, wo die das dann besonders cool fanden. Und der dritte Punkt war, jetzt ganz rein egoistisch gesehen, ich mag das, wenn ich in der Gemeinde bin und ich mag mir meine Heimat, ich mag mir die zu eigen machen. Ich liebe das wirklich, wenn ich durch den Ort rade und ich sehe Leute und sage, servus, servus, hallo. Ich mag das. Ich mag nicht anonym irgendwo nur leben. Nicht nur meine Nachbarn, sondern auch wirklich so in der gesamten Gesellschaft. Wenn ich jemanden beim Einkaufen treffe und ich weiß, das sind Menschen, denen ich irgendwie vertrauen kann. Und es ist tatsächlich eine Gemeinschaft. Ich würde dir garantieren, wenn ich jetzt reinschreiben würde in unsere WhatsApp-Gruppe und ich würde sagen so, hey, ich habe hier einen schweren Schrank zu tragen. Kann irgendjemand kurz 5 Minuten kommen und mir helfen? Ich garantiere dir, da werden innerhalb von 10, 15 Minuten 3 Leute da. Garantiert. Ja, egal. Oder das ganze Dorf. Oder ich hatte einmal schon mal, ich bin am Flughafen München angekommen, nach irgendwie einem 3 Stunden verspäteten Flug, und die S-Bahn fuhr nicht mehr. Und dann habe ich reingeschrieben, kann mich jemand abholen? Ist jemand zufällig wach? Kam einer. Habe mich abgeholt vom Flughafen. 3/4 Stunde Fahrzeit. Ja? Und der vierte, letzte Punkt, ich habe irgend so einen Ausgleich gesucht ich sitze halt doch die meiste Zeit an einem klassischen Laptop hier, bin in Teams-Calls und habe mein Telefon und arbeite an einem Laptop. Ich wollte mir ein Hobby suchen, wo ich auch ein bisschen was Praktisches machen kann. Und das macht irgendwie Spaß, mit einer Säge mal
ein Auto zu zerflexen und zum Cabrio zu machen, einen Baum zu zerschneiden, mal eine Tür einzutreten in der Übung, mit Atemschutzgerät durch eine Gitterstrecke durchzukrabbeln. Das macht mir einfach Spaß. Das ist einfach wirklich mal ein anderer Teil vom Leben, den wir, glaube ich, der wir so oft so Schreibtischtäter sind. Ja, das haben die Jungs vom Handwerk vielleicht nicht so ganz, aber das ist ein super Ausgleich, der mir auch einfach Freude macht. Und diese 4 Punkte waren eigentlich so meine Entscheidungskriterien. Ja. Das heißt, du bist in deinem Ehrenamt auch wirklich aktiver Feuerwehrmann. Also du gehst auch in die Brände rein. Kann man das so sagen? Kommt kein anderer. Wir können nicht sagen, also wir können es glaube ich sagen, wir sind im Vorort von München hier. Meine Nachbarin, die Staatsanwältin ist, wenn sie es an der Stelle hört, die hat mal gesagt, ja, aber wenn das, Schöne Grüße. Genau, aber wenn mal was Großes passiert, also wenn jetzt wirklich, keine Ahnung, also bei uns gibt's 2 Altersheime, 3 Grundschulen, Gymnasium, eine Autobahn, 2 S-Bahn-Stationen, also bei uns ist schon was los mit irgendwie 20.000 Einwohnern. Der denkt immer, ja, wenn da was Großes passiert, dann kommen aber die Profis aus München, oder? Also ihr macht so die kleinen Sachen, sagt, dann kommt die noch kleinere Gemeinde vielleicht. Wir sind die größte Feuerwehr hier im Landkreis Starnberg. Und das heißt, alles, was du dir so vorstellen kannst, was in der Großstadt passiert, wo die Berufsfeuerwehr kommt, kommen kleine Feuerwehren oder kleinere Feuerwehren, die nicht Berufsfeuerwehren sind, die komplett mit Ehrenamtlichen gestemmt werden. Vom Autobahnunfall, vom Unfall bei einer S-Bahn, vom klassischen Brand bis zu der geplatzten Gasleitung, bis zum Fund einer Fliegerbombe. Das ist das, was die Feuerwehr macht, was ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und Männer in ganz Deutschland und Österreich machen. Ja. Ich habe das jetzt nochmal so explizit gefragt, weil es gibt vielleicht ja auch manche Ehrenämter, wo es ja eher um Verwaltung auch nochmal geht, dass da auch sowas gebraucht wird. Oder ihr habt ja auch einen super Social-Media-Auftritt, das betreut ja vielleicht auch jemand, der bei euch bei der Feuerwehr ist, weiß ich nicht, ja. Aber bei dir steht halt so die Position Atemschutzgeräteträger und das hört sich ja erstmal so an, ja, du trägst nur in Anführungszeichen die Geräte von A nach B, wenn ich jetzt nur diese Position lese. So. Okay. Und deswegen habe ich mich gefragt, naja, aber deine Bilder, die ich sonst so von dir sehe, sind doch voll im Einsatz. Ist das alles gestellt? Ich glaube, du hast Oder bist du wirklich mittendrin? Ich glaube, du hast dann das Wort falsch gelesen. Atemschutz ist diese Flasche und die trage ich auf dem Rücken. Also wenn ich ins Feuer rein, ich trage nicht das Gerät für wen anders, sondern ich darf das Atemschutzgerät tragen und in den Einsatz gehen. Das ist quasi so, wenn du so willst, die Speerspitze der Feuerwehrlein. Das ist quasi für den Atemschutzeinsatz musst du quasi einmal im Jahr einen Fitnesstest machen, dass du fit genug bist, wirklich ärztlich abgenommen, dass du in den Brandeinsatz, in einen Innenangriff reingehen darfst. Also wortwörtlich mit dem Atemschutzgerät auf dem Rücken reingehen und die berühmte Oma auf den Arm raustragen, was wir zum Glück noch nie hatten. Aber nee, Atemschutzgerät das ist Vollgas, das ist drin. Mensch, da habe ich ja total gerade einen Lichtblick. So, mega, ja, Dankeschön. Gerne. Nee. Ist vielleicht auch kein anderer drauf gekommen bisher. Nee, habe ich noch nicht gehört, die Frage, ob ich da nur Geräte hin und her trage. Nee, das ist, also so gesehen, wir oder ich, ganz normale Einsätze, was auch immer passiert, ganz vorne. Und die Klamotten dafür, die ganze Ausrüstung, liegt die vor Ort irgendwo? Habt ihr so eine Hauptzentrale, wo ihr dann den Einsatz startet? In dem Feuerwehrhaus. Genau, also es gibt ein Feuerwehrhaus. Okay. Im Gegensatz zu anderen Sachen brauchen wir diese großen Autos mit unseren Geräten drin. Kannst dir so vorstellen, irgendjemand ruft die 112, weil die Küche brennt. Und die Leitstelle hat dann quasi vordefinierte Alarmschleifen und je nachdem, was passiert ist, sagt die, keine Ahnung, Brand, Küche, Wohnhaus, da ist noch jemand drinnen. Oder es ist die berühmte kleine Ölspur oder die Katze auf dem Baum, die ich noch nie hatte. Dann drücken die auf den Knopf und dann wird automatisch alarmiert. Und dann piept hier mein Melder und sagt, keine Ahnung, Ölspur oder eben Brandeinfamilienhaus. Dann ziehe mich an, gegebenenfalls in der Nacht, springe ins Auto und fahre dahin. Mit, je nachdem, etwas schneller oder halt angemessener Geschwindigkeit. Bei der Ölspur fahre ich genauso schnell, wie ich sonst fahren sollte. Im Zweifel, wenn wirklich Gefahr im Verzug ist und auch Menschenleben in Gefahr ist, da dürfen wir sogar von der Straßenverkehrsordnung angemessen abweichen. Das heißt, du darfst ein bisschen schneller fahren, aber es darf nichts passieren. Also wenn ich jetzt jemanden auf dem Weg zu einer Ölspur über den Haufen fahre, absolute Katastrophe, das ist nicht abgedeckt. Ja, das ist manche, gerade jüngere Kameraden müssen da vielleicht manchmal noch ein bisschen aufpassen. Aber wir fahren zum Feuerwehrgerätehaus, ziehen uns so schnell wie möglich um. Das heißt, meine Klamotten hängen dort an meinem Haken. Jeder hat seinen eigenen Haken.
Du springst in die Stiefel rein, ziehst die Hose an, schmeißt die Jacke drüber, ziehst den Helm auf und springst ins nächste Auto. Das heißt, wir treffen uns quasi dort. Dann heißt es so schnell in die Autos wie möglich. Also nochmal bei der Ölspur alles ein bisschen ruhiger. Wenn es wirklich brennt oder Unfall ist, Rambazamba, dann geht's wirklich schnell. Heißt, innerhalb von eigentlich 5-6 Minuten rücken wir aus nach Alarm. Das heißt, du musst dir vorstellen, ich muss von hier los. Ich fahre knapp 2 Minuten, bis ich dort bin. Auto rein, anziehen, ins Auto springen, losfahren, sobald das Auto voll ist. Und dann hast du innerhalb von 10 Minuten bist du an der Einsatzstelle. Das fühlt sich natürlich für die Menschen, denen gegebenenfalls die am Leiden sind, viel, viel länger an. Aber das ist wirklich eigentlich echt schnell, wenn du überlegst, dass die Leute vorher noch in ihrem ganz normalen Alltag waren. Das ist tatsächlich, glaube ich, für in der Berufsfeuerwehr ist das viel leichter noch. Wir haben auch einige Kameraden bei uns, die in der Berufsfeuerwehr aktiv sind. Also sie sind Berufsfeuerwehrleute in München. Und in ihrem Ehrenamt sind sie auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist natürlich super für uns, weil die halt immense Erfahrung haben. Die sind noch Ausbilder dann von uns. Aber die sind quasi in der Feuerwehr umgezogen, sind bereit und die wissen, es klingelt halt 5-mal, 10-mal, 15-mal am Tag und die sind im Modus drin. Wir sind hier ganz normal beim Lego-Spielen am Boden, beim Essen kochen, beim Zähneputzen und auf einmal musst du los. Und dann fahren wir halt hin, je nachdem mit dem, was nötig ist. Ja, wenn ein Unfall ist, brauchen wir andere Autos, als wenn es irgendwo im 3. Stock brennt. Ja. Jetzt hast du schon die Berufsfeuerwehr angesprochen. Da gibt's ja, glaube ich, eine gesetzliche Vorschrift, wann es eine Berufsfeuerwehr geben muss und an welchen Orten die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz ist. Ja. Wie ist da das Verhältnis und was gibt da der Gesetzgeber vor? Zahlen weißt du wahrscheinlich jetzt sogar schon mehr, wenn du es recherchiert hast, aber das Lustige ist wirklich, also wenn du die Feuerwehren in Deutschland anschaust, sind, glaube ich, 98% sind freiwillig. Du hast die Zahlen wahrscheinlich genauer geschaut. Und nur irgendwie 1, 2, 3% sind Berufsfeuerwehr. Das heißt, die meisten also die überwältigende Mehrheit sind alles freiwillige Feuerwehrleute. Weil du hast, also zumindest ich kann es nur für Bayern sprechen, aber ich glaube, das ist bundesweit ähnlich, Städte ab 100.000 Einwohnern, die müssen eine Berufsfeuerwehr haben. Das heißt, in Bayern ist das jetzt halt irgendwie München, Nürnberg, Augsburg, die halt eine Berufsfeuerwehr haben. Aber sogar in diesen Orten, also auch in Berlin, auch in München, wo es eine Berufsfeuerwehr gibt, gibt es trotzdem noch mehrere ortsteilfreiwillige Feuerwehren, weil die Berufsfeuerwehren das alleine auch nicht schaffen würden. Weil stell dir vor, du hast einen Unfall, da kommt die Berufsfeuerwehr hin und jetzt ist ein zweiter Unfall oder es brennt irgendwo. Das heißt, sehr häufig kommt die Freiwillige Feuerwehr schneller als die Berufsfeuerwehr hin, ist vor denen da, weil die halt örtlich näher dran sind. Ja, weil wenn du in München gibt's, glaube ich, 5 oder 6 Wachen. Trotzdem, München, große Stadt, Berlin noch größer. So schnell können die gar nicht da sein wie die Kameraden aus der Freiwilligen Feuerwehr. Und vom Einsatzspektrum ist es genau die gleichen Sachen. Die haben die gleichen Autos, die haben grundsätzlich auch die gleiche Ausbildung, natürlich auf einem deutlich höheren Niveau. Die können viel mehr üben. Deren Beruf ist es zu üben. Ja, aber es sind vom Prinzip her die exakt gleichen Sachen, da nimmt sich das wirklich nichts, auch wenn die natürlich einfach routinierter sind. Bei uns überlegt vielleicht jeder nochmal so kurz, wo ist nochmal das Gerät, wie geht es? Du musst auch schauen, wen habe ich auf dem Einsatz dabei. Da ist vielleicht noch jemand Jüngeres dabei oder jemand Unerfahrenes dabei. Da hat die Berufsfeuerwehr natürlich ein deutlich höheres Niveau, braucht man gar nicht reden. Aber hier am Land kommt die nicht. Und wenn wir jetzt halt nur von der Fläche sprechen, gibt es ja auch mehr ländliche Regionen in Deutschland als jetzt Städte mit über 100.000 Einwohnern. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, diese Diskrepanz jetzt rein zahlenmäßig so hoch zwischen Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr. Jetzt hast du gerade gesagt, naja, der Beruf ist es zu üben. Ja. Das klingt auch ein bisschen gemein, aber damit sind sie ja, ne, viel, wie du gesagt hast, viel routinierter und erfahrener ja auch. Und das ist ja was Gutes. Ich meine es nicht, das meine ich nicht, das ist überhaupt nicht disrespektierlich, sondern quasi, also stell dir vor, die haben ihren Schichtplan. Ich glaube, das ist so, die haben 24 Stunden Dienst, dann haben sie 48 Stunden frei und wieder 24 Stunden Dienst. In diesen 24 Stunden Dienst, manchmal passiert viel, manchmal passiert wenig. Und wenn die halt dann da mal blöd gesagt 3 Stunden halt keinen Einsatz haben, in der Zeit üben die irgendwelche Themen. Warten die Geräte, beschäftigen sich mit dem Feuerwehrauto oder mit den Geräten. Wenn dann ein Einsatz ist, packen die einfach ein und fahren los. Mein Üben ist quasi, wir haben alle 2 Wochen haben wir eine Übung und ansonsten arbeite ich halt meinen Job hier. Ich kann mich nicht jetzt jeden Tag damit beschäftigen, weil ich auch kein Geld dafür bekomme. Deswegen meine ich, die sind viel routinierter, weil sie sich viel mehr damit beschäftigen und deren Job ist es so gesehen zu üben. Absolut. Also das ist schon ernst gemeint, aber nicht disrespektierlich. Ja, ist ja wichtig. Und bist du jemand, der sagt, eigentlich müsste es noch mehr Berufsfeuerwehren dann geben, dass das Ehrenamt ein bisschen entlasteter wird?
Kann ich so jetzt nicht unterschreiben, weil ich finde, es hat einfach wichtige, sinnvolle andere Aufgaben, auch das Ehrenamt. Und solange wir das so hinbekommen, also jetzt mal im Vergleich, diesen Aufbau, wie wir den haben, ist tatsächlich etwas Eigenes in Deutschland und Österreich, soweit ich weiß. Andere Länder, wir haben eine Partnergemeinde und eine Partnerstadt in Italien, die ist kleiner sogar als wir. Die haben aber eine Berufsfeuerwehr, die aber für ein viel größeres Gebiet zuständig ist. Weil stell dir das mal vor, wenn sich jetzt jede Gemeinde eine Berufsfeuerwehr leisten würde. Wir haben hier eine große Stadt in unserem Landkreis, die das leider nicht mehr mit Ehrenamtlichen gestemmt bekommt. Und die mussten jetzt, weil der Brandschutz ist eine Aufgabe der Gemeinde. Du musst den Brandschutz sicherstellen. Und wenn du das nicht mit Ehrenamtlichen schaffst, musst du hauptamtliche Kräfte einstellen. Die müssen in ihrem Haushalt, in ihrem Budget jetzt, ich glaube, 1,5 Millionen Euro freimachen, um 16 hauptamtliche Feuerwehrkräfte einzustellen, die im Schichtsystem mit Urlaub und allem hast du dann trotzdem immer nur 5, 6, 7 da von denen, die dafür zuständig sind, aber das kann sich in der Gemeinde nicht mehr leisten. Und das Geld wird ja dann dafür ausgegeben und nicht vielleicht auch für was anderes Ja, in der natürlich. Gemeinde. Ja, also deswegen, nein, solange wir das so hinbekommen, finde ich das eine super Sache, auch dass das so verankert und verwurzelt ist in der Bevölkerung, dass wir da auch recht ein hohes Ansehen natürlich auch zum Glück genießen. Aber in anderen Ländern, wo ich das mitbekomme, also jetzt in Italien, Frankreich, glaube ich auch und Spanien, die setzen viel mehr auf so ein Berufsfeuerwehrkonzept und da dauert es teilweise logischerweise länger, bis die da hinkommen. Weil wenn du für ein viel größeres Gebiet zuständig bist und du hast Fahrzeiten, dann ist das, glaube ich, nicht sinnvoller. Ne? Inwieweit hat denn das Ehrenamt dich noch privat auch beeinflusst? Also dich persönlich? Hat sich in deinem Alltag was verändert? So, jetzt muss man sagen, ich habe ja schon im etwas fortgeschrittenen Alter angefangen. Also ich würde sagen, meine Persönlichkeit war schon ein wenig gereift, aber ich kann mir natürlich definitiv vorstellen, wenn jetzt junge Menschen, also jetzt gerade wenn du sagst Jugendliche, die damit anfangen, im Alter von irgendwie eben 12 bis 16 bei der Jugendfeuerwehr oder auch mit 18, 20, dass das absolut prägende Auswirkungen haben kann. Früher gab es ja noch das Konzept Pfadfinder mehr. Weiß gar nicht, ob es die noch gibt, habe sie zumindest nicht mehr so häufig gesehen. Aber viel davon übernehmen wir auch. Bei uns lernen die Erste Hilfe, wie man Knoten bindet, wie man sich quasi als Team verhält und solche Themen. Und das, glaube ich, hat einen immens positiven Einfluss. Also wenn ich jetzt wüsste, bei mir würde sich jemand irgendwo bewerben und ich sehe, dass der in der Feuerwehr engagiert ist, dann würde ich schon mal zumindest ein gewisses Bild von demjenigen haben, dass der verlässlich ist, dass der zuverlässig ist, dass der für andere einsteht, dass der zusammenarbeiten kann mit anderen. Und das, glaube ich, kann man da auf alle Fälle lernen. Bei mir waren es wirklich wahrscheinlich eher die handwerklichen Themen. Ja, ich kann jetzt richtig gut Knoten binden, wenn ich irgendwo eine Hängematte oder ein Zelt irgendwo aufbauen muss. Das habe ich sicherlich irgendwo gelernt. Oder wie man mit einer Motorsäge umgeht und solche Themen. Das waren, würde ich jetzt mal sagen, so die Hauptthemen pragmatischen. Habe ich mich sonst groß, das müssten wir jetzt wahrscheinlich die Menschen um mich rumfragen, ob ich mich verändert habe. Aber für dich halt, ne, vom Gefühl, weil ich kann mir halt vorstellen, dass du vielleicht jetzt noch achtsamer, weiß ich nicht, in der Hauseinrichtung umgehst, wenn du das bei wem anders Ja, siehst, der gerade umzieht, ne? ja, Gibt's einen Feuermelder das oder stimmt, ja. wie du vielleicht auf Menschen zugehst oder so, weil ich finde, man lernt ja ein Leben lang dazu, ne? Absolut. Und mit jeder Erfahrung, die man macht, verändert man sich Siehst du, vielleicht auch ein ein Stück Beispiel weit. fällt mir gerade sogar ein. Ich bin letztens irgendwann mal vor einem halben Jahr S-Bahn gefahren und dann kam so eine klassische Durchsage, kennt vielleicht auch jeder, der mal irgendwie mit der S-Bahn pendelt. S-Bahn hat gehalten, der S-Bahn-Fahrer sagt eine Durchsage, ist medizinisches Personal, ist ein Arzt oder jemand da, bitte nach vorne kommen. Und ich meine, okay, ich bin kein Arzt, ich bin auch nicht medizinisches Personal, ich bleib mal sitzen. Nach irgendwie 1 Minute, 2 Minuten kommt die Durchsage, ist irgendjemand da, der helfen kann? Und ich so, okay, ich habe einen großen Erste-Hilfe-Kurs, dann gehe ich mal vor. Kompletter S-Bahn, voll mit ein paar hundert Leuten vom Flughafen kommt. Ich war der Einzige, der da war. Und da war ein junges Mädchen, das halt irgendwie ohnmächtig geworden ist, die kollabiert ist, die halt irgendwie einen Zusammenbruch hatte. Und dann habe ich mir halt zugetraut, okay, da ist jetzt eine Notfallsituation, die viele Menschen überfordert, die dann einfach nicht mal aus Boshaftigkeit. Ich unterstelle den meisten Menschen ehrlich gesagt gar nicht, da haben wir so eine, dass sie sagen, die Menschen ist alles egal, wie es den Mitmenschen geht. Das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, es ist einfach nur ein, oh Gott, ich habe Angst, was falsch zu machen. Kriege ich dann Ärger, wenn ich es falsch mache? Ich weiß nicht, ich bin mir doch gar nicht sicher. Ich glaube, es ist einfach eher so eine Angst vor so einer Situation. Und da habe ich halt kein Problem, da gehe ich halt rein. Und da sage ich halt, okay, was kann man jetzt hier tun? Im Endeffekt habe ich die auch nur betreut und irgendwie versucht, wach zu kriegen, bis halt dann die Profis vom Rettungsdienst halt dann gekommen sind und habe die halt übergeben. Und das glaube ich jetzt zum Beispiel sowas, das kannst du natürlich schon lernen, dass du sagst, dass mich jetzt solche Situationen, die für andere Leute vielleicht eine Krisensituation sind, dass einen die nicht so sehr mehr schocken vielleicht.
Oder man halt da schneller in die Aktion kommt. Ja, Eben, und es braucht ja auch immer jemanden, der anfängt und dann ziehen ja viele dann genau, meistens dann doch nach auch, ne? Nicht genau. immer, aber dann oft irgendwie schon und jemand, der sich traut und das ist ja 'n super positive Eigenschaft auch, dass das so gefördert wird, denke ich. Gibt es denn 'nen Einsatz, der dich jetzt einfach nicht mehr loslässt, wo du mal zurückdenkst und sagst: „Mensch, das war wirklich bewegend“ oder positiv oder Mhm. negativ? Ich höre natürlich lieber positive Geschichten für das Ehrenamt. Schon 'n paar, an die man irgendwie zurückdenkt. Also einen, tatsächlich, das war während der Fußball-Europameisterschaft jetzt, glaube ich, letztes Jahr. Da sind wir gerufen worden, Autounfall mit 4 Personen. Und, und sind hingekommen, da waren 4 junge Menschen, die mit einem Auto an einen Baum geknallt sind, ja? Und, das sah auch schon 'n bisschen spektakulärer aus und es wurde auch 'n bisschen, geschrien natürlich von jemand, der verletzt war. Und, ein junger Mann, den ich dann quasi da betreut habe und wo ich geholfen habe, quasi mit so einem Spreizer seinen Fuß zu befreien, der da eingeklemmt war, der dann auch am Fuß ein bisschen verletzt war. Ähm, der dann aber ganz gut rausgekommen, also den haben wir ganz gut befreien können. Die anderen ein, 2 waren, glaube ich, ein bisschen schwer oder waren schwerer verletzt, aber sind auch alle noch nicht gesund, aber lebend rausgekommen. Kam auch der Rettungshubschrauber und es war schon ein bisschen intensiverer Einsatz, aber wir sind ja hier doch irgendwo noch ländlicher. Ja? Ich habe den öfters getroffen seitdem. Und der konnte sich da auch noch natürlich voll dran erinnern, weil wir haben uns währenddessen, habe ich ihn halt betreut und habe ihn halt quasi versucht, alles zu erklären, was machen wir hier, jetzt kracht's ein bisschen, jetzt tut's vielleicht mal weh, Achtung, aber wir sind für dich da, was ja auch ganz wichtig ist, diese persönliche Betreuung. Und der hat sich immens bedankt danach. Und jedes Mal, wenn ich ihn wieder sehe, sage ich, ja, wie geht's deinem Bein? Und wir scherzen da quasi drüber. Und das ist einfach wirklich für mich ein schönes Beispiel, wo ich sehen kann, so, hey, geil, da haben wir definitiv jemandem geholfen, den ich jetzt sehe, ja, dass es ihm gut geht. Man erkundet mich nach den anderen Insassen von dem Auto. Das ist auf alle Fälle was mir auch, obwohl es natürlich eine schlimme Sache war, aber die haben alle überlebt und sind gut rausgekommen. Ja, das ist definitiv was Schönes. Ja, absolut. Und du sagst ja jetzt, du hast denen geholfen oder ihr habt denen geholfen. Mhm. Ihr habt den ja gerettet. Ja, Also das ist ja nicht nur helfen, sondern es ist ja wirklich retten, ne? Es kann ja auch verzögernd sein, wenn ihr nicht so schnell da sein werdet, ne? Dann können halt andere Dinge noch im absolut. Körper passieren, die man ja Absolut. von Ja, und außen das war nicht zwingend sieht. bei der Beifahrerin war das auf alle Fälle auch so. Und das ist aber natürlich immer eine ganze Kette. Also da muss man immer auch wirklich ganz anerkennen sein, wer da alles zusammenarbeitet an der Einsatzstelle. Da kommen immer ganz viele zusammen. Also erstmal hängt es davon, wie schnell werden wir alarmiert? Gibt es irgendwelche Zeugen, Menschen, die anhalten und vielleicht Ersthelfer sind, die schon ganz viel machen können? Dann kommt die Feuerwehr, dann kommt aber auch der Rettungsdienst und der Notarzt und die Polizei, die alle irgendwo zusammenarbeiten müssen, zum Beispiel an so einem Unfall. Für uns eigentlich der Entscheider an der Stelle ist eigentlich der Notarzt. Der Notarzt entscheidet, wie schnell muss jemand raus, wer zuerst. Der schreit zwar viel, aber der schreien kann, der lebt halt noch und der schreit nicht mehr. Vielleicht müssen wir den zuerst, der Ja, ganz ruhig sitzt. Und diese Entscheidung haben wir 10 Minuten Zeit, um den irgendwie schonend rauszubekommen oder muss der so schnell wie möglich raus? Das entscheidet der Notarzt. Dann ist unser Job, diese technische Rettung durchzuführen, um den so schnell wie möglich dem Rettungsdienst zu übergeben. Und dann übernehmen die Kollegen und bringen den so schnell wie möglich in ein Krankenhaus. Dort übernehmen Ärzte. Also es braucht wirklich eine Kette und ohne einen Teil dieser Kette geht's nicht. Ja? Und deswegen, ja, konnten wir unseren Teil in dem Fall wirklich dazu beitragen, dass derjenige möglichst schnell an den Rettungsdienst übergeben werden konnte. Ja. und es braucht halt das Jahr zum Ehrenamt. Was glaubst du denn, du hast vorhin schon ein paar Skills genannt, die jemand vielleicht braucht, der zur Feuerwehr kommen möchte. Aber was sagst du, was macht einen guten Feuerwehrmann oder eine gute Feuerwehrfrau aus? So viel, ehrlich gesagt, braucht es eigentlich gar nicht. Wir hören immer oft diese Vorbild, ich bin nicht sportlich genug oder oh, ich habe Angst vor Leitern oder ich habe Angst vor Blut oder vor Feuer oder was auch immer. Ich habe auch Angst vor Feuer. Das ist vielleicht gut, Feuer ist gefährlich. Ja, und runterfallen von der Leiter ist auch nicht gesund. Das heißt, eigentlich brauchen wir Leute, die einfach Lust drauf haben, für die Gemeinschaft einzustehen, und für ein Team da zu sein. Das ist eigentlich ehrlich gesagt die Hauptsache. Alles andere bringen wir euch bei. Ja, alles andere kann man lernen. Ich habe vorher auch nicht gewusst, wie man mit einer Kettensäge umgeht, ja, oder wie man so einen Schlauch richtig rumhält, ja. Das heißt eigentlich, da gibt es keine Voraussetzung. Auch dieses, ich bin kein Supersportler, um Himmels Willen. Wir brauchen nicht alle, die Leiter hochklettern. Es muss auch jemand unten diese Leiter halten. Es muss auch nicht jeder vorne am Unfall bei dem Unfallopfer helfen. Da gibt es bei uns genug, die das wollen, die nach vorne wollen unbedingt.
wir brauchen noch Leute, die den Verkehr regeln und die aufpassen, dass uns nicht der nächste LKW den Arsch wegfährt. Blöd gesagt. Das ist tatsächlich ehrlich auf einer Autobahn das Wichtigste. Wirkt so wie so ein undankbarer Job. Die einen sind vorne an der Action, wo was passiert ist. Ich stehe hier nur hinten und muss die Unfallstelle absichern. Wenn die ihren Job nicht machen, haben wir vorne den nächsten großen Unfall, wenn der nächste Sattelschlepper reindonnert. Das heißt, brauchen, auf deine Frage, würde ich sagen, gibt es eigentlich echt gar nicht so viel. Wenn du die Bereitschaft hast, was zu lernen und mit einem Team zusammenzuarbeiten und einen gewissen Teil deiner Freizeit halt auch irgendwie zu geben. Und das mag mal mehr, mal weniger sein. Mal hat man beruflich eine stressige Phase oder privat eine anstrengende Phase mit Kleinkindern oder eine Beziehung oder wie auch oder gesundheitlich. Dann sagt man vielleicht mal Bescheid, du, bei mir wird es in den nächsten Wochen vielleicht irgendwie schwierig werden. Alles okay. Klingt gut, klingt machbar. Absolut, absolut. Was ich noch ganz interessant finde, ist, du sagst, naja, es kann jeder bei uns einsteigen. Ihr habt aber auch einen großen Anteil schon an Jugendlichen. Sagst du, bei euch ist das erstmal gesättigt oder gibt es immer quasi die Notwendigkeit und den Bedarf, jetzt bei euch, ihr seid in Gilching, ne, wir haben jetzt schon über die Gemeinde gesprochen, die können wir auch benennen, die Website wird ja auch in den Shownotes verlinkt. Also gibt es da noch den Bedarf, dass man dort einsteigen kann? Weil es gibt ja vielleicht Gemeinden, wo das gar kein Problem ist, Nachwuchs zu finden und andere Gemeinden, wo es vielleicht eher schwieriger ist. Wie ist da deine Erfahrung? Marketing gibt es einen schönen Spruch, wer nicht wirbt, der stirbt. Also heißt, wir können immer Nachwuchs gebrauchen, definitiv. Also pro Jahr kann man mal so sagen, ganz grob fallen uns, glaube ich, so 5, 6 Leute raus aus einerseits Altersgründen. Also ich glaube, mit 65 ist, glaube ich, so die Altersgrenze. Das heißt, ein paar fallen halt einfach oben raus. Ein paar ziehen einfach beruflich bedingt, ausbildungsbedingt oder von der Beziehung her. Der ein oder andere sagt, ich habe doch keine Zeit mehr oder es passt nicht mehr zu mir. So 5, 6 im Jahr fallen uns quasi raus. Das heißt, die 5, 6 müssen wir schon mal ersetzen, um das Level zu halten. Jetzt stehen wir da sehr, sehr gut da, muss man echt sagen, weil wir in den letzten Jahren da auch wirklich glaube ich, sehr aktiv waren und da wirklich viele Leute gewinnen konnten. Aber Gilching ist eine wachsende Gemeinde mit Industrie und einem Sonderflughafen in der Nähe und Autobahn und S-Bahn und wirklich Zuzug. Das heißt, wir müssen auch wachsen, um diese steigenden Anforderungen, die auch kommen, ja, Überschwemmungen, Hochwasser und solche Themen. Da brauchen wir schon Leute. Aber wir stehen wirklich, wirklich gut da. Das heißt also, wir können uns da nicht ausruhen, aber wir haben da jetzt auf absehbare Zeit zumindest, glaube ich, keine Probleme. Aber weil wir das auch erkannt haben, hören wir nicht auf zu werben, sondern wir berichten da wirklich ganz, ganz aktiv drüber und zeigen da vor allem auch, dass wir offen sind. Dass es eben kein so ein abgeschlossener Mikrokosmos Feuerwehr ist, wo Leute die reinziehen und sagen so, oh, ich kenne die nicht und dann, ich kann ja noch gar nicht, sondern im Gegenteil, wir gehen eigentlich recht offensiv damit um und öffnen uns und zeigen, hey, wir können keinen dazu überreden. Aber wenn du ein gewisses Interesse hast, dann können wir dir zeigen, dass das eine Option ist für ein Ehrenamt, wo du mitmachen kannst, wo wir sehr froh sind und dankbar. Deswegen sind wir da relativ offen. Wir haben aktuell kein Problem, aber ja, es gibt definitiv in ganz Deutschland viele Gemeinden, die da wirklich kämpfen müssen. Gibt dann übrigens die Option, dass der Bürgermeister oder der Gemeinderat eine Pflichtfeuerwehr ausrufen kann. Gibt ganz wenig Fälle, aber wo dann wirklich Menschen ab 18 Jahren zum Pflichtfeuerwehrdienst berufen werden können, die müssen dann. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, da ist jetzt jemand unten, der die Leiter halten muss, nicht weil er will, sondern weil er muss, da wäre es mir ehrlich gesagt doch ein bisschen wohler, wenn das jemand ist, der das gerne macht. Da würde ich jetzt mal in den Raum stellen, dass immer die intrinsische Motivation erfolgreicher ist, als wenn es von extern einem aufgelegt wird. Ja, absolut. Egal in welcher Situation. Absolut, ja. Und ich muss euch auch echt ein Kompliment machen. Also ich finde euer Social-Media-Auftritt, die Webseite und so weiter, also man bekommt einen super Einblick. Ich finde, es sind ganz tolle Fotos auch. Also selbst ich habe dann Lust bekommen, Mensch, Ehrenamt, Feuerwehr, why not irgendwie? Ne? Absolut, jederzeit. Und ich bin ja auch in einem kleineren Ort aufgewachsen und da kann ich mich erinnern, in der Kindheit hat man öfter die Feuerwehr-Sirene gehört. Jetzt lebe ich in Berlin schon sehr lange und hier sehe ich tatsächlich immer nur die Berufsfeuerwehr und höre eher Blaulicht als irgendwelche Sirenen. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß nicht, ob es an dieses freiwillige Feuerwehr- und Berufsfeuerwehr-Thema liegt. Aber hat sich was verändert, weil du gerade auch gesagt hast, von den Einsätzen her kommen jetzt vielleicht mit Hochwasser etc. kommen mehr Themen auf. Sind thematisch mehr Einsätze jetzt da? Aufgrund von Klimawandel oder weil wir eine größere Population sind?
Ja, also es hängt sicherlich auch von der Region ab. Also wir haben jetzt gerade wirklich eine sehr, sehr trockene Phase gehabt. Bei uns zum Glück muss man sagen, wir hatten ein paar kleine Böschungsbrände irgendwo an der Autobahn über, ich glaube, wahrscheinlich weggeworfene Zigarette oder sowas. Aber du hast in Deutschland schon viele Bereiche, wo es irgendwie jetzt Waldbrandgefahr sehr, sehr hoch war und wo auch Thüringen, glaube ich, wo wirklich große Waldbrände waren. Mein großer Bruder wohnt in Los Angeles. Da habe ich letztes Jahr mitbekommen, als diese großen, wirklich die Stadt verwüstet worden ist. Zum Glück haben wir sowas noch nicht. Aber du kriegst schon merkt, dass der Klimawandel real ist. Also, dass du sagst, du hast eine steigende Trockenheit. Das begünstigt das natürlich, zum einen. Und zum anderen gibt es irgendwann halt Wasser, das halt vermehrt kommt. Heißt Stichwort Hochwasser, Überschwemmungen und solche Sachen. Wir haben jetzt keinen großen Fluss bei uns. Und trotzdem hatten wir im letzten Jahr wirklich ein Hochwasser, wo einige Straßen, Keller und Häuser wirklich unter Wasser standen und sicherlich in der Zukunft mehr und mehr beschäftigen. Ja. Und jetzt haben wir nicht mal einen großen Fluss bei uns, ja. Okay, also wir brauchen weiterhin Menschen, die sich dahingehend ehrenamtlich engagieren und wir haben schon gelernt, Nachwuchs bedeutet nicht zwingend jugendlich. Man kann auch mit Ende 30 noch einsteigen. Absolut. Voraussetzung ist, dass man Bock hat, dass man will, dass man teamfähig ist und dass so ein gewisser Spaß, glaube ich, da Spaßfaktor irgendwie auch mitschwingt. Du bist ja jemand, der auch sehr auf LinkedIn aktiv ist und da postest du ja auch so ein paar Feuerwehrbilder und ziehst da so ein Parallelen zwischen Unternehmertum und Feuerwehr. Was kann man denn als Unternehmer oder was können Unternehmen von der Freiwilligen Feuerwehr lernen? Genau, also vielleicht kurz einleiten dazu. Also, was mache ich eigentlich in meinem anderen Leben? Ich habe 12 Jahre lang als Geschäftsführer und Unternehmer eine Firma aufgebaut und die vor 3 Jahren verkauft und begleite jetzt seitdem als Coach bei Scale-Up Wachstumsunternehmen beim Aufbau vom Team und vor allem auch beim Aufbau der Unternehmensstruktur. Und da sehe ich wirklich echt einige Parallelen. Also, und da beziehe ich mich halt in meinen LinkedIn-Post auch drauf, was können wir quasi auch voneinander lernen und was kannst du lernen von so Extremsituationen. Und ich erlebe immer wieder bei Unternehmen, die erfolgreich sind, du brauchst ein starkes Team, das zusammenhält, weil das nie einer alleine kann. Und genauso ist es halt auch bei uns. Du kannst bei der Feuerwehr, alleine löscht keiner einen Brand. Alleine rettet keiner jemand aus einem Auto. Du brauchst immer verschiedene Funktionen, wo jeder irgendwie sich auf den anderen verlassen kann. Und genau hast du ja bei erfolgreichen Teams ganz genauso. Du brauchst ein Vertrauen, dass du offen Probleme ansprichst, dass du thematisierst, auch wenn was nicht gut gelaufen ist. Warum? Immer aus dem Ziel, es danach besser zu machen. Und wie bei uns gibt es bei gerade vor allem größeren Einsätzen immer einen Debrief danach, wo wir uns überlegen, hey, was lief gut, was lief nicht so gut. Und das ist ganz klar aus meiner Sicht, das muss jedes Unternehmen ja auch machen, ne, oder sollte es machen, dass wir vertrauensvoll miteinander besprechen, was nicht gut lief und das auch klar ansprechen können. Du hast das Thema Führungslehre, Leadership, Führungsstruktur. Wir können uns nicht in der Nacht um 3 bei einem Unfall erstmal einen Sitzkreis machen und gemeinschaftlich demokratisch entscheiden, was wir tun müssen. Das ist aus meiner Sicht auch ein bisschen was in unserer aktuellen, ja, ich verschreie es mal so ein bisschen in der New Work Generation, ein bisschen ungünstig läuft, sage ich jetzt mal. Dass wir sehr häufig Führung irgendwie missverstehen, das ist autoritär und da schafft jemand an und lieber sind wir doch alle ein Kollektiv und entscheiden gemeinsam. Das mag manchmal funktionieren, aber aus meiner Sicht, gerade wenn du in Stresssituationen kommst oder wenn es wirklich um was geht, ist so eine Führungsstruktur schon auch sehr, sehr wichtig. Und das kann bei uns an der Einsatzstelle halt befragen wir nicht erstmal, was würdest du denn machen und was entscheidest du denn, sondern da muss halt einer den Hut aufhaben und sagen, jetzt wird entschieden. Und das ist jemand, der das vorher gelernt hat und das ist dem seine Funktion. Und ja, wenn ich komplett anderer Meinung bin, dann sage ich das schon auch. Und um einfach einen Hinweis zu geben. Aber im Zweifel muss ich dann mal machen, was mein Vorgesetzter mir sagt an der Stelle. Und da gibt es schon einige Parallelen, würde ich sagen, die auf Unternehmertum auf alle Fälle auch zutreffen. Ja. Also Mitdenken ist erlaubt, Absolut, absolut. aber im Zweifel darf man auch den Kompetenzbereich des anderen vertrauen. Uff. Und ich glaube, das ist halt auch eine Parallele zwischen Unternehmen und Feuerwehr, dass ja jeder bei der Feuerwehr seine klaren Aufgaben weiß. Also jeder hat seine Funktion dort. Und so ist es ja im Unternehmen auch. Im Idealfall sollte jeder seine Funktion haben und eben nicht alles machen und überall mit rummehren sozusagen. Ne? Also Thema oder Stichwort einen Plan haben, eine Anleitung zu haben, eben eine Führungskraft zu haben. Und sehe ich total. Also kann ich total nachvollziehen. Nimm mal als Beispiel vielleicht mal andersrum gesehen.
Jeder kennt wahrscheinlich so einen Chef oder so einen Vorgesetzten, der überall reinwurschtelt, also der typische Micromanager. Ja, der sagt, den großen Kunden, den rufe ich an. Da ist ein Problem, da melde ich mich mal schnell ganz kurz. Wie machst du das? Der überall vorne mit rumwurschtelt. Das ist das Schlimmste an einer Einsatzstelle, wenn du einen Einsatzleiter hast, der selber mitwurschtelt. Die Aufgabe vom Einsatzleiter ist es, den Überblick zu behalten, zu erkennen, was sind die Gefahren, worauf müssen wir achten, wo setze ich meine Ressourcen ein. Ein bisschen wie so ein Schachspieler. Der muss seine Ressourcen einsetzen. Der sollte selber nicht irgendwie mit dem Strahlrohr vorne rumbritscheln, sondern dafür hat er seine Teams. Der sagt, du bist der Abteilungsleiter, der Gruppenführer heißt es bei uns. Deine Aufgabe ist es, den Brandschutz sicherzustellen mit deinem Team. Mach. Deine Aufgabe ist es, die Verkehrssicherung zu machen. Mach. Dann geht der Gruppenführer mit seinem Team und sagt, so, jetzt habe ich hier meine 6, 7 Mann. Ihr macht jetzt Folgendes, ihr macht Folgendes, ihr macht Folgendes. Das Schlimmste ist dann, wenn dann der Einsatzleiter reingehen würde und dem Einzelnen andere Aufgaben gibt. Ja, weil dann weiß der Teamleiter, der Gruppenführer nicht mehr, was jetzt los ist. Aber das Gleiche passiert uns bei ganz vielen Unternehmen. Ja, dass auf einmal der Geschäftsführer nach dem Wochenende ein Seminar besucht hat und kommt dann ins Team und verwirrt alle, indem er wieder mit neuen Ideen um sich wirft und irgendwelche Führungsstrukturen nicht einhält. Ja, super. Also ich freue mich doch auf viele weitere Posts dazu, weil ich finde, das kann man wirklich gut ausweiten. Und gibt es für dich etwas in deinem Unternehmen oder da, wo du jetzt arbeitest, was du aktiv dort mit reinbringst aus der Feuerwehr? Zum einen natürlich immer, also ich zeige natürlich auch die Bilder und beschreibe, was ich da mache, wo die Kollegen sich auch immer wieder gerne für interessieren, weil die auch öfters keinen Bezug dazu sonst haben. Jetzt nicht mit dem Ziel, dass jemand davon irgendwie bei uns mitmacht, sondern einfach eher, weil ich glaube, dass es halt wichtig ist, dieses Thema einfach jetzt auch, was wir beide hier machen, Menschen zu erklären, um da einfach für Verständnis zu werben, dass das alles Ehrenamtliche sind, die nicht irgendwo das hauptberuflich machen. Und sonst nutze ich die Parallelen, wie jetzt gerade eben beschrieben, wo ich halt Schnittmengen sehe, um darüber zu berichten oder das tiefer zu ergründen. Ist man jetzt eigentlich Feuerwehrmann auf Lebenszeit, wenn man einmal damit angefangen hat? Also natürlich ist Ehrenamt ehrenamtlich, das ist klar. Ne? Du kannst jederzeit Nein sagen. Aber für dich vom Gefühl her, sagst du, ich bin jetzt eigentlich Feuerwehrmann für immer, es ist schon cool? Große Frage, die ich glaube ich jetzt so gar nicht beantworten kann. Ich würde sagen, jetzt zu meinem Leben, wo ich jetzt stehe und was ich geben kann, macht das sehr viel Spaß und Freude und ich sehe da keinen Grund, warum das sich gerade ändern sollte. Aber nichtsdestotrotz kann sich das Leben natürlich ändern, sei es in deiner familiären Situation, Gesundheit, Eltern, Kinder, Beruf, wo sich die Prioritäten im Leben verändern können. Und dann muss man ganz klar sagen, dann ist das Ehrenamt da einfach nicht Platz 1. Da gibt es einfach dann andere Themen, die das Platz 1 nehmen. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar manchmal gefährlich, dass Leute dann nur für ihr Ehrenamt leben und dann andere Bereiche ihres Lebens übersehen und denen nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Und da muss man ganz klar sagen, der weitere schlauer Spruch, der Eigenschutz geht bei uns immer vor. Es ist keinem geholfen, wenn mir als Feuerwehrmann drin im Einsatz was passiert, weil ich irgendwie gemeint habe, ich muss den Helden spielen und da müssen mich die Leute rausziehen. Und ich glaube, genauso ist es aber auch, wenn du im Ehrenamt, und das gilt wahrscheinlich auch für alle Ehrenamter, wenn du für alle da bist, aber deine eigene Familie sieht dich nicht mehr und zerbröselt daran, dann ist auch nicht wirklich jemand geholfen. Ja, also das heißt, ich glaube auch da diesen Eigenschutz beachten, wie viel kann ich gerade geben? Und das mag sich je nach Lebenssituation einfach verändern, wie viel das sein kann. Und das muss man auch respektvoll anerkennen. Aber genau deswegen braucht man ja mehrere Leute, weil dann gibt es immer jemanden, der hoffentlich mehr geben kann. Vom Gefühl her dachte ich so, naja, jetzt ist man irgendwie Feuerwehrmann und das macht Spaß und die positiven Sachen daran hast du schon super herausgestellt. Dann dachte ich, das wäre doch total schön, wenn man das jetzt irgendwie so ein Leben lang ist. Ich habe noch keine Tattoos. Natürlich vom Alter und so, ne? Aber es fände ich eigentlich total schönen Gedanken, wenn das so einen weiter das ganze Leben lang begleitet, soweit man es natürlich machen kann. Nimmt einfach auch so ein bisschen den Druck raus, weil ganz ehrlich, sonst hast du das Gefühl, ich muss mich jetzt hier für mein Leben für was entscheiden. Und das ist es ja auch nicht. Ja. So, also es gab ein Leben davor und es gibt auch ein Leben danach und mit 65 spätestens bist du vielleicht noch am Grillstand, den man unterstützt, was auch wichtig ist. Aber und wie du vorhin gesagt hast, einer muss auch den Verkehr regeln. Einer muss und auch den dazu Verkehr regeln. muss man jetzt nicht zwingend auch schnell laufen können. Das ist richtig. Das ist richtig. Genau. Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, diese Frage stelle ich ja immer zum Schluss jeder Folge. Und ich glaube, man lernt immer irgendwas im Ehrenamt. Und da würde mich natürlich sehr interessieren, was du ganz persönlich für dich aus deinem Ehrenamt gelernt hast. Welche Lektion? Was ich gelernt habe aus dem Ehrenamt, also aus meinem speziellen bei der Feuerwehr. Also mal neben einigen praktischen Sachen natürlich eben, wie man eine Säge bedient und wie man einen richtig guten Knoten macht, mit dem man sich abseilen kann, was natürlich sehr praktisch ist,
ich glaube wirklich dieses Thema, wie wichtig Teamwork ist. Also, dass es wirklich Menschen gibt, die verschiedene Kompetenzen haben und dass wir nicht alle brauchen, die alle das Gleiche machen, sondern ich brauche wirklich für einen erfolgreichen Einsatz oder für auch Erfolg in jedem Team, brauche ich Menschen, die ihre Stärken einbringen können und die sind in verschiedenen Bereichen. Und dass wenn ich es schaffe, dass ich die Menschen in ihren Kompetenzen und ihren Stärken gerecht einsetze, dass wir dann alle gemeinsam den größtmöglichen Erfolg feiern können. Ja? Und auch in einer Stresssituation cool zu bleiben. Das ist, glaube ich, auch bei ganz vielen, sowohl Polizei, militärisch, Feuerwehr, da gibt es diesen Spruch, calm is contagious, also cool, also ruhig bleiben ist ansteckend. Wenn du als Einsatzleiter eine gewisse Ruhe ausstrahlst und da sagst, okay, alles gesehen, jetzt machen wir das, dann machen wir das und du bleibst cool, dann überträgt sich das auf deine Mannschaft. Dann bleiben die auch cool. Wenn du jetzt alleine schon anfängst als Einsatzleiter, wie so ein aufgescheuchtes Huhn rumzulaufen und alle anschreist und panisch wirst, das überträgt sich auf dein Team, auf deine Mannschaft, überträgt sich auf die Patienten und dann werden alle nervös. Also ich würde sagen, wirklich wie wichtig es ist, dass man sogar in Stresssituationen cool bleibt. Das ist was uns allen im Unternehmerleben genauso gut tut, weil da geht's ja nicht unbedingt dann wirklich um Leben und Tod. Wobei natürlich, da geht's um das Überleben von Firmen, um Arbeitsplätze und das ist ja auch irgendwo dann lebenswichtig. Aber ein bisschen gelassener dazu bleiben vielleicht und dann trotzdem durch diese Gelassenheit entschlossen reagieren zu können, ist viel effektiver als panisch zu werden. Ja, und sicherlich auch nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Familien, ne, in Absolut. Beziehungen. Wenn beide sich anschreien, dann ist niemandem geholfen. Aber wenn einer ruhig bleibt, dann kann man vielleicht den anderen auch ein bisschen mehr zur Ruhe bewegen. Voll schön. Vielen, vielen Dank, lieber Nico, dass du mit uns hier die Reise gemacht hast durch die Freiwillige Feuerwehr. Und es kam kein Einsatz, während wir geredet haben. Und wir hätten natürlich unterbrochen. Also Ehrenamt geht immer vor, so ist zumindest meine Devise. Ja. Ganz, ganz lieb Dank, Nico. Bitteschön. Danke dir. So, das war ganz schön viel Input von Nico und ich hänge gerade noch an der Zahl 98. Circa 98% aller Feuerwehrleute in Deutschland sind ehrenamtlich tätig. Das heißt, ohne Menschen wie Nico würde das ganze System gar nicht funktionieren. Und dabei wird mir auch nochmal sehr bewusst, wie sehr unsere Sicherheit vom Engagement Einzelner abhängt. Wenn auch du etwas Sinnvolles für deine Gemeinde machen möchtest, hast du jetzt Einblicke aus erster Hand bekommen und brauchst nur noch die Feuerwehr in deinem Ort kontaktieren. Du hast es von Nico gehört, jede und jeder ist willkommen. Denn eins ist klar, eine starke Zivilgesellschaft, die Selbstverantwortung übernimmt, kann die größten Veränderungen bewirken. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gern eine Bewertung da, abonniere den Podcast und empfehle ihn weiter. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich auf den nächsten Kommittwoch. Alles Liebe, deine Katja.